Es geht an die Weser. Dort gibt es einen relativ neuen Stellplatz in der Nähe von Nienburg. Den möchte ich in diesem Video vorstellen. Herzlich willkommen dazu. Der Stellplatz liegt südlich von Bremen und wir haben es bis dorthin 130 Kilometer. Wir haben Anfang Juli, es ist ein Montag und wie man sieht, es regnet. Wir haben mehrere kleine Orte durchfahren und sind jetzt auf der direkten Zufahrt zum Stellplatz. Der Stellplatz liegt direkt an der Weser und dahin führt nur eine relativ schmale Straße, die aber gut zu fahren ist. Hier gibt es zwei Stellplätze, die nicht weit auseinander liegen. Hier kommt gleich der erste, und zwar auf der linken Seite gibt es an einem Sportboothafen einen Stellplatz. Den meine ich jetzt nicht oder den wollen wir nicht nutzen, sondern wir fahren hier jetzt weiter und fahren bis hier die Straße zu Ende ist. Das ist letztendlich eine Sackgasse, es ist keine Straße mehr, sondern ein Weg hier mehr. Und dort kommt dann der Stellplatz. Bei Regenwetter sieht das Ganze natürlich auch nicht sehr schön aus, aber das ist nun mal so. Aber es werden auch noch Tage kommen mit Sonne und dann mache ich auch Aufnahmen und dann sieht es ganz anders aus. Hier vorne links sehen wir den Kassenautomat oder das kleine Häuschen. Dort ist der Kassenautomat untergebracht. Dort muss man sich anmelden, dann öffnet sich die Schranke. Aber wie das genau funktioniert, das werde ich dann später noch zeigen. Was man hier aber ganz klar sieht, auch für große Mobile ist hier Platz und die Parzellen sind großzügig. Wir sahen die ersten blauen Flecken am Himmel und hofften, dass die Sonne nochmal durchkommt. Und das war dann auch so. Am späteren Nachmittag kam die Sonne durch und wir hatten einen schönen Blick auf die Weser. Am frühen Abend klopfte es dann bei uns am Mobil und wir hatten dann ein ganz nettes Gespräch. Ich hab Angst. Das rote Licht leuchtet da. Das ist der Chef hier, der Senior-Chef. Senior, nur der Alte. Der Alte ist das Alte. so. Und der Nichts ist so mit Chef mehr. nett, der ist so nett und bringt uns was zu trinken. Und das sind so kleine Im Auftrag Schnitzel. vom richtigen Chef. Genau. Und da sagen wir herzlichen Dank dafür. Gerne. Machen Schönen wir gerne Tag. hier. Wir sehen uns. Als Begrüßung, ja genau. Dann müsste eigentlich mein Hund nochmal. Normal sitzt der immer vorne im Auto drin, ne? Ja, du hast deinen Hund mit. Ja, Hey, habe ich eben komm schon her. gesehen. Der guckt auch raus. Geh mal nach vorne. Komm mal hier. Komm her. Ja, du bist ja ein Feiner. Da freust du dich. Jawohl. Ich sage dann immer, wenn ich dann wieder mal betrunken bin, fährt er mich nach Hause. Wenn ich das richtig verstanden habe, bringt der Seniorchef jeden Montag am frühen Abend den Campern hier immer so ein kleines Schnäpschen als Begrüßungstrunk. Der nächste Morgen, die Sonne hat uns geweckt, der Platz hat sich auch noch weiter gefüllt und es waren angenehme Temperaturen. Jetzt sieht man auch, wie großzügig die Parzellen sind, wie viel Platz man zwischen den einzelnen Mobilen hat. Auch hier habe ich wieder mein zusätzliches Solarfeld aufgestellt. In den Sommermonaten brauche ich keinen externen Strom, das heißt also keinen Strom aus der Steckdose. Da komme ich mit dem, was ich auf dem Dach habe, 570 WP und diesem Zusatzfeld ohne weiteres hin. Wir verbrauchen allerdings auch viel Strom aufgrund des Computers, den ich ständig laufen habe und anderen Dingen. Es gibt hier natürlich ausreichend Stromsäulen. Der Strom ist in der Platzgebühr nicht enthalten, muss separat gezahlt werden. Von jedem Platz hat man ja aus dem Wohnmobil einen Blick auf die Weser, aber man kann sich aber auch in diesen Strandkorb setzen und die vorbeiziehenden Schifffahrt hier beobachten. Das Betreiberpaar haben wir hier auf dem Stellplatz auch kennengelernt. Sie sind beide auch Camper und fahren auch ein Wohnmobil und somit kannten sie auch unsere Videos und waren sehr angetan, dass wir hier auch mal auf diesen Platz gekommen sind und waren gerne bereit, mir einige Fragen zu beantworten. Hallo, Hartmut und Rita, herzlich willkommen. Ja, die Sonne kommt. Wir freuen uns, dass die Sonne scheint. Hallo ihr beiden. Janine, Jörn, ihr beiden seid Betreiber hier von diesem schönen Stellplatz.
Ja, stellt euch mal kurz vor, was macht ihr, was habt ihr hier für einen Platz? Ich bin Janine und Ja. das ist mein Ehemann Jörn. Ja. Und wir betreiben hier den Wohnmobilstellplatz Weserufer Urlaub. Ja, schön. Jetzt erzählt mal ein bisschen, wie seid ihr dazu gekommen, hier einen Stellplatz aufzumachen? Wir haben diese Fläche hier, auf der wir uns gerade befinden, vor 20 Jahren gekauft und haben hier selber Landwirtschaft betrieben. Und dabei ist uns beim Ackern schon immer aufgefallen, dass das hier einfach ein wunderschönes Fleckchen Erde ist. Und dann haben wir in der Familie schon darüber gesprochen, dass man hier eigentlich irgendwas anderes machen müsste, als Weizen und Raps anzubauen. Und dann haben wir darüber gesprochen. Dann hatte Janine irgendwann die super Idee, dass wir uns ein Wohnmobil kaufen sollten. Und dann hatte sie die Idee, dass wir hier einen Wohnmobilstellplatz versuchen sollten zu errichten. Ja, und dann haben wir mit meinem Vater gesprochen, ob er uns diese Fläche zur Verfügung stellen würde. Dann hat er, ich glaube, seine ersten Worte waren damals, könnt ihr gerne machen. Ich glaube, das Wort Schnapsidee ist auch gefallen. Aber ich will damit nichts zu tun haben. Ja. Und dann hat er uns aber vom ersten Tag an total super unterstützt. Ja. Ist auch heute jeden Tag hier, unterstützt uns, wo er kann. Ist super engagiert und motiviert und freut sich jedes Mal, freut sich, dass es so gut angelaufen ist, freut sich über die Gäste, die herkommen, hilft uns mit Rasenmähen und spricht mit den Gästen. Und ja, verteilt Schnaps an die Gäste. Genau. Ja, das habe ich ja schon erfahren dürfen. Manchmal, ja, wenn man Glück hat. Genau. War angenehm, sich mit ihm zu unterhalten. Ja. Alles wunderbar. Ja, jetzt erzählen wir ein bisschen, darf ich Janine mal wieder fragen, zum Platz selber. Wie viele Plätze habt ihr oder Parzellen habt ihr hier? Wir haben 20 Parzellen. 20 Parzellen. Alle in der ersten Reihe. Ja, man steht also immer direkt, wie wir ja auch sehen, am Wasser. Am Wasser, ja. An der Weser. Genau. Ja. Die Parzellen gehen auch direkt bis ans Wasser. Also man kann sich auch vorne direkt ans Wasser setzen. Ach so. Man muss sich nicht neben das Fahrzeug setzen. Viele setzen sich auch direkt vor das Fahrzeug, Ja. ganz nah ans Wasser, weil Ja. das ist eben das, was es ausmacht. Ja. Jetzt müssen wir noch ein bisschen vielleicht was zum Standort wissen. Könnt ihr oder kannst du beschreiben, wo sind wir hier genau? Wir sind hier in Mehlbergen. Das ist zwischen Nienburg und Hoya. Ja. Würde ich sagen, kannst du es noch Ja, genauer ein beschreiben? bisschen weiter gefasst sind wir ziemlich genau zwischen Hannover und Bremen. Unsere Lage ist, ja, ich würde sagen, Fluch und Segen zugleich. Wir sind sehr abgelegen, das ist so. Die nächste Autobahnauffahrt ist in jede Richtung 60 Kilometer. Also Richtung Hannover, Richtung Schwarmstedt zur A7 sind es nicht ganz 60 Kilometer, sind es vielleicht 40 Kilometer. Richtung Diepholz zur A1 sind es auch wieder 60 Kilometer. Das ist einerseits, Fluch möchte ich es gar nicht nennen, weil das auf der anderen Seite eben auch die Stärke dieses Stellplatzes ist. Diese unglaubliche Ruhe, die wir hier haben, das ist, glauben wir, schon nicht einmalig, aber sehr selten. Wir haben eben das große Glück, dass wir hier direkt am größeren Fluss liegen. Und das ist ja an den meisten Stellplätzen eher so, dass dann eine größere Straße hinter dem Stellplatz verläuft oder auf der anderen Uferseite oder eine Bahnlinie, eine Brücke, irgendwas. Im schlimmsten Fall sind auch mehrere Dinge gleichzeitig da. Ja. Und wir liegen hier im Außenbereich, im Landschaftsschutzgebiet, in der Sackgasse einer Straße. Und dadurch haben wir hier 0 Durchgangsverkehr. Die Fahrzeuge, die hier in diese Gegend kommen, die wollen auf diesen Stellplatz, stellen sich hin und dann ist wieder Ruhe. Und diese Ruhe, die man jetzt hier vielleicht auch wahrnimmt, das ist das, was wir hier immer erleben. Auch wenn es am Wochenende auch wirklich voll ist. Selbst dann haben wir hier absolute Ruhe. Und da heben wir uns, hoffen wir, das ist einfach so, mit der Ruhe heben wir uns doch deutlich ab. Jetzt auch eine wichtige Frage ist, habt ihr das ganze Jahr geöffnet? Nein, wir würden gerne, dürfen nicht im Winter öffnen, weil wir im Überschwemmungsgebiet sind. Ach so. Das heißt, unsere Saison geht vom 1. April bis zum 31. Oktober. Ja, okay. Das ist die Zeit, wo man dann hier diesen Platz nutzen kann. Richtig. Es gibt, oder muss man hier reservieren oder kann man reservieren oder ist es nicht möglich? Das kann unsere Technik nicht. Das kann eure Technik Nee, nicht. Da müssen wir ja gleich auch mal drüber sprechen. Genau. Das heißt, hier kommt man spontan an Ja. und guckt, ob Platz ist. Genau. Und dann kann man sich entscheiden, bleibe hier oder fahre weiter. Wie auch Genau. immer. Ja. Genau. Ganz genau. Okay. Wobei wir da jetzt auch kürzlich investiert haben und technisch nochmal aufgerüstet haben. Und zwar wird man in 2 bis 3 Wochen auf unserer Webseite sehen können, wie viele freie Parzellen gerade zur Verfügung stehen. Ja, das ist gut. So dass man eben unnötige Anfahrten Ja. einfach nicht mehr auf sich nehmen muss. Ja. Ja, wir können uns das Ganze ja mal, euer Kassensystem und Schrankensystem mal ansehen. Das habt ihr ja ganz bewusst gemacht. Willst du da ein paar Takte dazu sagen? Warum Schrankensystem, warum
Das so, und auch bargeldlos, das heißt, man kann mit der Visakarte oder natürlich auch mit dem Handy bezahlen, Genau. aber eben nicht mehr mit Bargeld. Richtig. Ja. Der Hintergedanke war zum einen also es hat mehrere Gründe und Vorteile, ganz einfach. Zwar ist es für uns erstmal bei der Inbetriebnahme wesentlich teurer, aber es hat für uns und auch für die Gäste den Vorteil, wenn hier keinerlei Bargeld ist, zieht das auch entsprechend nicht Menschen an, die versuchen, irgendwas kaputt zu brechen und Diebstähle zu begehen. Ja. Sei es an unserer Technik, aber natürlich auch bei den Gästen, an den Fahrzeugen. Ja. Ein Sicherheitsaspekt. Der Sicherheitsaspekt war mit eines der Hauptargumente für uns. Dann ist es ein wichtiger Grund für uns gewesen, dass das Ganze auch autark läuft, dass man nicht jeden Tag vor Ort sein muss. Und auch wieder die Ruhe auf dem Platz. Das ist uns auch wichtig. Das sehen wir jetzt im Unterschied zum letzten Jahr. Da hatten wir die Schranke noch nicht. Die haben wir jetzt 1. März in Betrieb genommen. Seitdem ist hier eben noch mehr Ruhe auf dem Platz. Ja, das haben wir auch gemerkt. Es fährt keiner einfach so durch. Er muss sich erst einchecken, erst dann kann er den Platz befahren. Genau. Halte ich für gut, weil man hat doch sonst immer wieder Fahrzeuge. Auch es fahren nicht nur Wohnmobile, es fahren dann teilweise auch PKWs oder Motorräder oder was auch immer fahren über den Platz und stören dann durchaus mal. Und das muss man ja nicht unbedingt immer haben. Genau. Ja, nein gut. Jetzt müssen wir ja auch über den Preis mal sprechen. Ihr habt das gesehen, ihr habt sehr große Parzellen, das zeige ich ja auch im Video. Wie ist euer Preisgefüge da? Möchtest du? Da liegen wir bei 20 € pro 24 Stunden. Ja. Anders kann der Kassenautomat nicht abrechnen, also nach Ankunft 24 Stunden. Dann kann man, je nachdem wie lange man bleiben möchte, auch jederzeit verlängern. Genau, das sind 20 € Strom und Wasser, nach Bedarf dann extra. Ja, das wird dann auf eine Gästekarte aufgeladen, das sehen wir vielleicht später noch. Ja. Genau, und das ist für den einen oder anderen, sage ich mal, schlafen kann man vielleicht woanders günstiger, auf irgendeinem Parkplatz. Aber wenn man richtig Urlaub machen will, und das sagt unser Name ja schon, und sich auch ausbreiten möchte und auch etwas Privatsphäre haben möchte und grillen und in der Sonne liegen möchte oder mit den Hunden spielen möchte, dann zeichnen sich unsere großen Plätze schon dadurch aus, dass wir das auch bieten können. Und das ist den meisten Gästen das auch wert, weil wir auch schon sehr viele Stammgäste haben, die genau deswegen immer wieder kommen. Aufgrund dieser Ruhe, dieses Urlaubsgefühls, dieser Idylle mitten in der Natur. Wir haben ja alles sehr naturbelassen gelassen und dadurch ist das einfach ziemlich außergewöhnlich. Also da heben wir uns schon ab von anderen Plätzen. Das kann ich bestätigen. Das haben mir Gäste von euch, mit denen ich hier gesprochen habe, schon erzählt. Das sind Wiederholungstäter, sage ich immer, die also schon häufiger hier waren und sagen, sie kommen gerne deshalb hierher, weil sie sehr ruhig alles ist hier. Und es sind ja eben auch Leute, die nicht wie wir Rentner sind, sondern in Arbeit stehen, die dann wirklich die Ruhe mal suchen. Genau. Und für die ist es natürlich eine schöne Geschichte hier. Das ist für uns auch das größtmögliche Kompliment am Ende. Es kommen sehr viele Gäste, die wirklich total begeistert sind. Und wir freuen uns dann natürlich auch über jedes Kompliment. Aber das größtmögliche Kompliment sind natürlich diese Wiederholungstäter, die immer wieder kommen, die wir auch mittlerweile dann mit Namen kennen. Und da ist unser Motto eben auch, komm als Gast, geh als Freund. Und das sehen wir bei immer mehr Gästen dann. Genau, genau. Man merkt es schon, dass es so in familiärer Hand auch ist. Wir sind immer hier, mein Schwiegervater ist immer hier, Neffe, Nichte sind oft hier, überhaupt die ganze Familie. Und das merken die Gäste ja auch, dass wir daran Spaß haben. Und die merken auch, dass wir auch selber Camper sind. So kann man sich immer mal wieder austauschen. Oder sie kommen zu uns in die Bar und trinken was und dann unterhält man sich mal. Und das ist ja auch wichtig, ich sag mal, diese Kundennähe oder diese Kunden, wir betrachten sie nicht als Kunden, sondern als Gäste. Aber die Nähe zum Gast ist uns schon sehr wichtig und das leben wir auch. Und ich hoffe, dass das auch alle merken und sich dann auch wohlfühlen. Das ist eigentlich unsere Herzensangelegenheit. Ja, hört sich alles gut an. Janine, erzähl uns noch ein bisschen zur Umgebung hier. Nienburg ist nicht weit, weiß ich. Und was kann man hier unternehmen mit dem Fahrrad zum Beispiel? Nienburg, also es gibt hier den Weserradweg. Ja. Wie weit ist der von hier entfernt?
Der geht hier direkt vorne. Der geht direkt hier vorne. Direkt ein paar Meter weiter Ach so. geht der in beide Richtungen und auch auf beiden Seiten der Weser entlang. Und man kommt da innerhalb von 8, 9 Kilometern nach Nienburg. Nienburg hat eine sehr schöne Altstadt. Liegt auch direkt an der Weser. Man kann da sehr schön an der Weser spazieren gehen. Und es hat auch einen sehr schönen Wochenmarkt. Europas schönsten Wochenmarkt im Übrigen tatsächlich. Und der ist direkt an der Kirche in der Altstadt. Ist also wirklich sehr schön. Da schicken wir unsere Gäste hin. Und die freuen sich auch dann meistens hinterher sind sie tatsächlich alle begeistert. Auch über diese Fahrradwege hier freuen sich die Gäste, weil die sind teilweise sehr gut ausgebaut. Dann haben wir viele Cafés hier in der Nähe. Es gibt hier die größten Windbeutel in der Region. Genau, wir hier verkaufen Flammkuchen in unserer Bar und italienisches Eis und natürlich kühle Getränke. Und was gibt es noch? Restaurants gibt es auch 3, 4 Kilometer entfernt. Auch Supermärkte, Apotheken, Bäcker, was haben wir noch? Gas kann man da kaufen, Brot könnte man hier mieten. Also man kann in der Nähe eigentlich alles, ein Freizeitbad haben wir in der Nähe. Eigentlich haben wir hier sehr viel zu bieten, würde ich mal sagen, was an Freizeitaktivitäten so möglich ist. Angeln kann man hier auch sehr schön. Ja, habe ich schon gesehen. Man kann auch mit einem Sub ins Wasser und ein bisschen oder sich die Füße mal nass machen. Auch für die Hunde sehr schön, Zugang zum Wasser. Also Hunde sind ganz herzlich willkommen. Wir haben sehr viele Gäste mit Hunden. Haben ja hier viel Hunden. Freiraum, können gut laufen. Hier genau, auf der Wiese. Sie können hier Spaziergänge machen. Es ist wirklich sehr schön. Ja, ihr beiden, dann sollte es das im Moment erstmal gewesen sein. Danke euch für eure Ausführungen. Wir gucken uns jetzt nochmal das Bezahlsystem an. Das würde ich gerne, dass ihr uns das vielleicht noch, oder ihr beide uns das nochmal erklärt, damit die Gäste dann da nicht vorstehen und wissen nicht, wie es geht, sondern wir können es ja mal so mit zeigen, wie das Ganze funktioniert. Gerne. Okay, gehen wir dahin. Danke soweit. Dann kann man ja nächsten Tag weiterfahren. Genau. Und, wir wollen nicht, dass sie schon 3 Nächte buchen und dann so gefühlt zwangsweise hier bleiben, weil sie sagen, oh Mist, haben wir ja schon bezahlt. Das ist gar nicht unser Anliegen. Wir wollen, dass die Gäste sich wohlfühlen, aus freien Stücken hier bleiben und immer wieder kommen nach Möglichkeit. Jetzt gehen wir hier zu diesem kleinen Häuschen und da wollen oder sollen die beiden uns mal erklären, wie das funktioniert, und zwar das Bezahlsystem. Ja, genau. Jörn, wer will von euch beiden? Ich mache das gerne. Ja. Sagt Janine ist bei uns immer für das Kreative zuständig, für alles, was schön geworden ist, alles, was gelungen ist. Das ist immer in Janines Verantwortung. Die technischen Sachen, die aber auch immer funktionieren, hoffe ich zumindest, die gehören zu meinem Bereich. Und zwar haben wir hier unseren Kassenautomaten. Die Gäste, die müssen, bevor sie ankommen, bevor sie auf den Platz fahren können, erstmal auf den Platz gehen, schauen, ob eine Parzelle frei ist, die ihnen gefällt. Wobei, das hatten wir eben schon mal angedeutet, in 2 oder 3 Wochen werden wir ein System installiert haben, mit dem man auf unserer Internetseite schauen kann, wie viele freie Parzellen hier sind. Aber trotzdem sollte man, bevor man schon bezahlt, auf den Platz einmal raufschauen und gucken, ob auch eine Parzelle frei ist, die einem zusagt. Wenn das der Fall ist, kann man hier rangehen. Bei Fragen, Problemen haben wir auch die Telefonnummern von meinem Vater, von Janine und mir hier. Die haben wir an verschiedenen Stellen auf dem Platz immer wieder angebracht, damit, wenn Fragen sind, kann man sich immer jederzeit gerne bei uns melden. Und dann ist das ein relativ intuitiv bedienbares System, in dem man erstmal die Sprache auswählt. Dann hat man hier verschiedene Möglichkeiten. Wenn man bereits Gast ist und nochmal Guthaben für Strom oder Wasser aufladen muss, wählt man Karte Nachladen. Wenn man sich überlegt, dass es einem hier sehr gut gefällt, kann man den Aufenthalt über diesen Button verlängern. Wenn man abreisen möchte, funktioniert das über diesen Button. Dann sagt der Automat, die Gästekarte, die sieht so aus. Auch hier haben wir unsere Telefonnummer nochmal abgebildet. Die steckt man dann in den Automaten und dann sagt er einem, was weiter zu tun ist. Aber wir wollen uns jetzt hier anmelden. Das heißt, wir melden uns einmal an und dann blendet der Automat einem schon vor, was man machen möchte. Ob man 1 Tag, 2 Tage, 3 Tage hier bleiben möchte. Wir wollen uns jetzt erstmal nur für 1 Tag anmelden. Hier weist der Automat auch darauf hin, dass bei vorzeitiger Abreise die gebuchten Tage nicht gut geschrieben werden können. Das ist auch ein wichtiger Aspekt. Das Guthaben für Strom und Wasser, das wird exakt nach Verbrauch abgerechnet und wird auch komplett wieder gut geschrieben. Da wird auch die Kilowattstunde exakt abgerechnet und erfasst und alles wird zurücküberwiesen, was nicht verbraucht wird. Bei den Übernachtungen kann der Automat das nicht.
Das heißt, entweder muss man sich sicher sein, wenn man mehr als eine Übernachtung bucht, oder kann einfach jeden Tag herkommen und beliebig oft verlängern. Das ist überhaupt kein Problem. Dann klicken wir hier einen Tag übernehmen. Hier fragt der Automat nach, ob man eben Guthaben für Strom oder Wasser aufladen möchte. Hier ist auch der Preis dafür abgebildet. Wir berechnen 1 Euro für 100 Liter Frischwasser und 1 Euro pro Kilowattstunde Strom. Wir sagen jetzt ja. Und das ist ein Beispiel, man kann ruhig 10 Euro oder auch 20 Euro aufladen. Das spielt überhaupt keine Rolle. Alles, was nicht verbraucht wird, wird zurücküberwiesen. Wir laden jetzt einfach 5 Euro auf, müssen dann unseren Namen eingeben, müssen die Datenschutzverordnung akzeptieren. Ja. Und dann sind das 20 Euro für 24 Stunden. Ja. Die Kartenbeladung für Strom und Wasser über 5 Euro. Kartenpfand über 5 Euro. Pfand wird natürlich auch bei Abreise wieder zurückerstattet. Ja. Und dann sagt der Automat schon, da kann man seine EC oder Kreditkarte eben einmal hier ranhalten oder hier reinschieben, PIN eingeben, wenn es gefragt wird. Ja. Dann kommt die Quittung raus und diese Gästekarte kommt hier raus. Auch das haben wir schon 1-2 Mal gehabt. Wenn Gäste aus Versehen mal ihre EC-Karte hier reinschieben, passiert nichts. Der Automat erkennt, dass das eine falsche Karte ist und spuckt sie sofort wieder raus. Wenn man den Vorgang abgebrochen hat, dann spuckt der Automat die EC-Karte wieder raus. Ja, und dann bekommt man die Gästekarte. Und mit der Gästekarte, also hier brechen wir jetzt ab, weil wir die Buchung nicht durchführen. Dann hat man diese Gästekarte und geht da vorne Die Schranke sagt auch, bitte zuerst vorfahren, weil wir in diesem Bereich eben Induktionsschleifen verlegt haben. Und dann hält man die Gästekarte hier ran und dann geht die Schranke auf. Ah ja, wunderbar. Hat funktioniert. Hat funktioniert. Ja, und dann fährt man rein, Ja. sucht sich einen schönen Platz aus und dann beginnt der Urlaub. Ja, wunderbar. Ja, danke schön für die Informationen. Hoffen wir, das hilft ja vielen dann, wenn sie das erste Mal hier kommen. Nachher ist das alles Standard, hätte ich beinahe gesagt. Da weiß jeder, wie es geht. Und ist ja doch recht einfach und gut gemacht. Ja. Wir hören das auch von vielen Gästen, dass das ja schon intuitiv bedienbar ist. Ja. Und innerhalb des gebuchten Zeitraumes kann man mit der Karte auch beliebig oft rein und rausfahren. Ach so, das geht auch. Ja. Genau. Zum Bäcker zum Beispiel fahren viele. Oder mal schnell einkaufen. Apotheke in der Nähe. Ja, alles, was man so braucht, findet man hier in der Nähe. Solange, und man kann jederzeit ein- und ausfahren. Wenn man solange mal was, die Zeit nicht abgelaufen ist, kann man die Karte immer wieder nutzen. Ja. Genau. Ja, okay. Wunderbar. Dankeschön. Und weiterhin viel Erfolg mit eurem schönen Platz. Vielen Dank. Danke. Danke an die beiden, dass sie alles so ausführlich hier erklärt haben. Man hat uns auch einen Tipp gegeben, dass man mit dem Fahrrad nach Nienburg fahren kann und dazu den Weser-Radweg nutzen kann. Auf der Hintour haben wir den Weser-Radweg genutzt, Richtung Nienburg. Zurück sind wir dann auf der anderen Seite gefahren. Einmal waren es 12 Kilometer und einmal waren es ca. 10 Kilometer. Ich jetzt auf meine Karte gucken, ne? Wir haben Nienburg erreicht. Man sieht so schon viele Fahrräder hier. Es sind natürlich viele jetzt im Sommer unterwegs auf dem Weser-Radweg. Nienburg hat ca. 32.000 Einwohner, hat eine historische Altstadt mit 1000-jähriger Geschichte. Von der Innenstadt ist man schnell wieder an der Weser. Dann haben wir die Weser überquert und sind dann den Radweg auf der anderen Seite zurück zum Stellplatz gefahren. Es gibt hier natürlich nicht nur den Weser-Radweg, sondern es gibt auch noch viele andere Radwege, die man gut fahren kann. Jetzt noch zu einer Sache hier zum Stellplatz. Und zwar gibt es hier auch eine Bar. Und zwar hat diese Bar Donnerstag bis Sonntag geöffnet, immer ab 16 Uhr bis in den frühen Abend hinein. In Spanien so diese bunten Töpfe und so weiter, so einen grünen Kaffee. Janine erklärt uns jetzt, was diese Bar alles bietet. Janine, erzähl uns, was bietet ihr hier an? Hallo, herzlich willkommen in der Weser-Uferbar, direkt an der Weser. Wir bieten hier
eine große Auswahl an kühlen Getränken und auch Aperol, Lillet, Baileys, eigentlich alles, was das Herz begehrt, für jeden was dabei, auch alkoholfreie Sachen, viele Fruchtschorlen in jeglicher Geschmacksrichtung. Dann haben wir Eis am Stiel, was man so kennt, aber auch Eis von einer italienischen Eisdiele, die das extra für uns abfüllt in so Eisbecher, zum Beispiel Spaghetti-Eis oder auch diverse andere Sorten. Weil es hier in der Nähe keine Eisdiele gibt, haben wir gedacht, das könnte gut sein und es kommt auch sehr gut an, also sehr beliebt, kommen viele zum Eisessen. Ja, und dann bieten wir noch Flammkuchen an, verschiedene Sorten leckeren Flammkuchen. Genau, den wollen wir nachher gleich essen. Das ist schön. Ich werde gleich noch mit meiner Frau Rita wiederkommen und dann werden wir das Ganze mal probieren. Ja, sehr schön. Okay, dann noch einen schönen Nachmittag. Und sucht euch einen schönen Platz, direkt am Wasser. Genau. Wir haben auch ein paar schöne Strandkörbe, das ist ein bisschen Urlaubsfeeling, wie es euch gefällt. Danke dir. Danke auch. Hier trifft man nicht nur Gäste vom Stellplatz, Camper an, sondern auch Gäste, die mit dem Fahrrad unterwegs sind. Auf dem Weserradweg machen hier gerne Station. Das ist doch so schön hier, ne? Wir waren 4 Tage auf diesem Stellplatz Weserufer Urlaub. Gut gefallen haben uns die großen Plätze, auch für XXL-Fahrzeuge hier geeignet. Und auch die Bar an der Weser hat uns gut gefallen. Hier kann man sich dann mit Campern zusammensetzen und was trinken und sich austauschen. Das war's mal wieder. Ich sage wie immer Dankeschön fürs Zuschauen. Würde mich freuen, wenn ihr meinen Kanal abonniert. Und natürlich freue ich mich über jeden Daumen nach oben. Und bye bye, bis zum nächsten Mal.